Hallo zusammen. Vor ein paar Monaten habe ich Ihnen von spannenden Veränderungen bei uns erzählt, die wir einführen, damit wir Sie noch besser würdigen, wertschätzen und mit Ihnen zusammenarbeiten können. Heute möchten wir Sie über weitere Details zu diesen strukturellen Änderungen informieren. Dabei unterstützt mich unsere neue Vizepräsidentin im Bereich Vertrieb, Jill Taylor. Danke, Sarah. Hallo. Ich freue mich sehr, jetzt zur wunderbaren Familie von Stampin' Up! Zu gehören. Im August hatte Sarah erstmals über diese Änderungen gesprochen und erklärt, dass wir Ihnen gezielter helfen wollen, sich Ihr Stampin' Up!-Geschäft so aufzubauen, wie es zu Ihnen passt. Und die neue Struktur wird uns dabei unterstützen. Zunächst haben wir die zwei neuen Vertriebsleitungsstellen Regional Sales Director West und Regional Sales Director East geschaffen. Wir freuen uns, dass Corey Hancock die Vertriebsleitung für die Region Ost und Brian Pilling die Vertriebsleitung für die Region West übernehmen wird. Außerdem wurden 14 Positionen für Demonstrator Development Manager geschaffen, die den Regional Sales Directors unterstellt sind. 7 für die Region Ost und 7 für die Region West. Jeder Demonstrator Development Manager wird für eines von 14 geografischen Gebieten innerhalb all unserer Märkte zuständig sein. Diese geografischen Gebiete haben wir anhand von Kriterien wie Sprache oder Anzahl von Demonstratoren und Führungskräften im jeweiligen Gebiet festgelegt. Einige Länder sind in mehrere solche Gebiete unterteilt, da das Land bzw. die Anzahl der Demonstratoren sonst für einen Demonstrator Development Manager zu groß wäre. Und wir möchten natürlich sicherstellen, dass alle von Ihnen gut vertreten werden. Genau, wir möchten systematischer und auf einer breiteren Ebene mit Ihnen zusammenarbeiten, was durch die Demonstrator Development Manager möglich wird. Bevor wir fortfahren, möchte ich noch kurz unsere Strategie hinter den Änderungen erläutern. Obwohl diese neue Struktur wie eine klassische Vertriebsstruktur aussehen mag, wie man sie in der Geschäftswelt kennt, hat Stampin' Up! Eine andere Vision. Wir möchten nicht, dass die beiden Regionen und 14 Gebiete miteinander konkurrieren, sondern vielmehr das Gegenteil. Stampin' Up! Hat es sich zur Aufgabe gemacht, anderen zu helfen, und durch die neue Struktur werden wir uns gegenseitig besser unterstützen können. Schließlich sind wir doch alle im selben Team. Dank der Development Manager und der Leadership Councils werden wir enger mit Ihnen in Kontakt stehen und Sie werden sich auch untereinander mehr austauschen. So werden wir auf neue Weise lernen und uns weiterentwickeln, was der gesamten Stampin' Up!-Familie zugutekommt. Danke, Sarah. Genau so ist es. Wir alle werden von dem engeren Kontakt und Austausch durch die neue Struktur profitieren. Und deshalb freuen wir uns so über diese Änderungen. Wie Sarah gesagt hat, das ist kein Wettbewerb. Das heißt, unsere Kennzahlen werden wir auch weiterhin pro Land und nicht pro Gebiet oder Region ermitteln und zusammenstellen. Sicher fragen Sie sich, wie das Ganze dann aussehen wird. Schauen wir uns mal die Karte an. Diese Karte zeigt die Regionen Ost und West. Zur Region Ost gehören das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Deutschland, Österreich und Frankreich, ebenso wie 3 Gebiete in den Vereinigten Staaten, die etwa die östliche Hälfte des Landes abdecken. Die Region West umfasst Japan, Australien, Neuseeland, Kanada und 3 Gebiete in den Vereinigten Staaten, die ungefähr die westliche Hälfte des Landes ausmachen. In den meisten unserer Märkte hatten wir bisher jeweils Länderverantwortliche oder Business Development Manager. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass diese Länderverantwortlichen jeweils die Rolle der Demonstrator Development Manager oder DDMs übernehmen werden. Und mit dieser neuen Struktur bekommen nun alle Gebiete einen DDM, auch in den Vereinigten Staaten. Werfen wir einen Blick auf die Gebiete in der Region Ost. Frankreich wird ein Gebiet mit Laetitia Boisdevin als DDM. Das Vereinigte Königreich ist ein Gebiet mit Paula Gorey als DDM.
Deutschland ist so weit gewachsen, dass es mehr als einen DDM braucht. Wir werden also einen für den Norden und einen für den Süden haben. Wie wir den nördlichen und südlichen Bereich genau abstecken, haben wir noch nicht entschieden. Achten Sie in den kommenden Monaten auf weitere Details hierzu. Norddeutschland und die Niederlande bilden zusammen ein Gebiet mit Damir Basic als DDM. Süddeutschland und Österreich bilden ebenfalls zusammen ein Gebiet mit Stefan Strumpf als DDM. Die Demonstrator Development Manager für die USA wurden bereits ausgewählt, jedoch noch keinen konkreten Gebieten zugewiesen. Darüber werden wir gleich sprechen. Sehen wir uns vorher noch die Region West an. Japan ist ein Gebiet mit Yukiko Okubo als DDM. Ein weiteres Gebiet ist Kanada mit Dale Hampshire als DDM. Australien ist so weit gewachsen, dass es mehr als einen DDM benötigt. Daher bilden Neuseeland und Queensland zusammen ein Gebiet mit Emma Parkin Wilson als DDM. Der Rest von Australien ist ein Gebiet und wir freuen uns, Claire Langsford als zuständigen DDM benennen zu können. Wie gesagt, wurden die Demonstrator Development Manager für die USA bereits ausgewählt, doch den einzelnen Gebieten noch nicht zugewiesen. Halten Sie hierzu in den kommenden Monaten Ausschau nach weiteren Details. Zunächst geben wir mit Freude die folgenden Personen als Demonstrator Development Manager für die Vereinigten Staaten bekannt. Jessica Gallagher, Tanner Smedley, Brandy Barnard, Shannon West, Chad Williams, Natalie White. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass Sie mit diesen weiteren Informationen nun eine bessere Vorstellung von der Richtung haben, in der wir gehen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft, in der wir durch diese Änderung weiter über uns hinauswachsen. Danke, Jill. Wir sind begeistert von der neuen Struktur und den Möglichkeiten, die sie uns bietet. Wie Sie sehen, ist noch einiges auszuarbeiten. Wir wissen noch nicht, wie wir unsere Demonstratoren für die Leadership Councils auswählen oder wie lange sie Mitglied darin sein werden. Doch wir gehen davon aus, dass wir die Räte bis Mitte 2018 zusammengestellt haben. In den nächsten Monaten werden sich unsere Regional Sales Directors und Demonstrator Development Manager intensiv in ihre Aufgaben einarbeiten. Bitte haben Sie in der Übergangszeit Geduld mit uns. Sobald weitere Einzelheiten feststehen, werden wir Sie darüber informieren. Vielen Dank für alles. Bis bald!